hatte euch mal den EMG Autobot gezeigt. Dann hatte ich euch gezeigt in einem Review den Ace-Tech Speedloader. Der T238 ist wirklich die optimale Lösung für den Einzelspieler, von mir aus auch für das Team, denn es bietet wirklich alles, was man benötigt. AEG, drauf, drehen und schon ist es drin. GBB, drückt da drauf, einmal drehen und schon ist er fest arretiert. Hier auf den Joystick drücken, dann werden wir schon begrüßt. Und fertig. Intros durch, da bin ich wieder. Ja, Bruce, heute mit dem Review hier von dem T238 Speedloader Pro Edition in der Version 2. Hier wurde einiges verbessert, was an dem alten Modell bemängelt worden ist. Da gehen wir auch im Review drauf ein. Ja, erstmal herzlichen Dank an die Firma T238, die mir hier diesen Speedloader für das Review zur Verfügung gestellt haben. Richtig coole Geschichte. Kommen wir zum Preis und da muss ich sagen, bin ich absolut begeistert, denn das ist wirklich, ja, Preis-Leistung stimmt hier total. 102 € kostet der Speedloader, wenn ihr ihn direkt bei T238 bestellt. Der passende Akku kann dort auch geordert werden für 19 €, seid also bei 121 €. Und laut Webseite ist der Versand inklusive und die Verzollung inklusive. Das heißt, 121 € abgedrückt, kommt es auch für 121 € bei euch an. Dass es wirklich so ist, glaube ich wirklich, denn ich habe mal auf die Versandetikette geguckt. Der Absender hat eine deutsche Adresse. Also scheinen die mehrere Lager zu haben, sodass es kein Problem darstellt. So, ich denke mal, jetzt habe ich wieder genug gesülzt. Ich habe mich bedankt, ich habe den Preis gesagt. Was wir aber noch nicht gemacht haben, wir haben das gute Stück noch nicht ausgepackt und ich habe euch den Lieferumfang noch nicht gezeigt. Und das würde ich sagen, das machen wir jetzt. Ja, ihr habt es schon gesehen, das Ganze kommt hier in diesem weißen Karton mit einer Abbildung dazu. Ich habe von T238 noch 2 Adapter mit dazu bekommen. Die kosten im Shop 3 €. Einmal hier für das GBLS-System und einmal für das PTW-System. Des Weiteren habe ich hier auch noch mal so eine Ladehilfe bekommen, auch für 3 €. Ehrlich gesagt, ich kann es mit den GBLS noch nicht testen, auch nicht mit PTW, weil ich ja eigentlich mehr ein GBB-User bin. Von daher denke ich mal, falls ihr das braucht, könnt ihr das auch noch nachordern. Ich würde aber erstmal die Adapter verwenden, die hier im Lieferumfang sind. Und dann fangen wir auch gleich mal an. Schauen wir uns das an, packen wir aus. Dann haben wir zunächst erstmal eine bebilderte Anleitung in verschiedenen Sprachen, wo alles euch erklärt wird. Der Speedloader selber ist nochmal in Schaum richtig schön geschützt. Ich hole die mal raus. So sieht er aus. Den orangenen Adapter, den ihr hier seht, den habe ich jetzt schon angemacht. Das ist dafür da, wenn ihr AEG-Magazine habt, habt ihr die Möglichkeit zu entladen. Ansonsten seht ihr, es ist ein schöner, kleiner, kompakter Speedloader. Der Akku ist schon verbaut. Schauen wir uns auch gleich an, wie das Ganze funktioniert mit dem Laden. Dann bekommt ihr dazu noch einen Patch. Und dann gibt es hier noch mal eine Tüte mit 4 Adaptern. Die packe ich mal aus. So. Einmal hier die Abdeckkappe, die normalerweise vorher drauf hat. Habt ihr hier bloß dieses Loch nicht. Dann habt ihr hier einmal einen Adapter für Gas, Schrotpatronen und P90 Magazine. Einen Standardadapter für Federdruck, Sniper-Magazine, ein Adapter für AEGs, und der für mich wichtige Adapter für GBB-Systeme. Und dann habt ihr zum Schluss hier nochmal so Gummifüße, die könnt ihr hier unten dran machen, wo die Verschraubungen sind, damit das nicht abstürzt. Schauen wir uns mal den Speedloader jetzt im Detail an und ein bisschen näher. Die technischen Daten blende ich euch hier ein, könnt ihr euch durchlesen. Ein paar Highlights sage ich euch persönlich und das sieht man jetzt schon, ja, die Größe schön klein und kompakt mit einem Gewicht von 670 Gramm könnt ihr
den Speedloader problemlos bei jedem Airsoft-Spiel mitnehmen, im Rucksack zum Beispiel. Im Spawnpunkt könnt ihr ihn gerne verstauen und beim nächsten Hit alle Magazine aufladen. Und das Tolle, und das feiere ich bei diesem Speedloader ab, für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt ihr hier auch sogar ein OLED-Display und ein Zählwerk mit drin. Das heißt, gerade für mich bei GBBs, die Magazine dürfen ja nicht überladen werden, sonst gibt es ja Probleme mit der Feeding-Lippe und mit dem Nuzzle. Und hier könnt ihr euch also genau einstellen, wie viel BBs in das Magazin geladen werden sollen. Und das funktioniert ratzfatz. Mit 21 BBs pro Sekunde sind die Magazine sehr, sehr schnell geladen. Was ich auch noch ganz gut finde, wir haben hier einen starken Motor verbaut mit 23 Newtonmeter. Der soll wohl auch die berühmt-berüchtigten PTS-Magazine mit einer Kapazität von 250 BBs beladen. Ohne Probleme, kann ich leider für euch im Review nicht austesten, weil ihr wisst, ich habe nur GBBs, ja, also glaubt mir das einfach, wir haben hier einen starken Motor. Ansonsten, wie gesagt, wir können hier Kapazitäten vorher einstellen, ihr könnt endlos laden, wir haben hier sogar einen Jam-Schutz, das heißt, wenn hier dennoch mal irgendwas blockiert, unterbricht sofort hier der Speedloader und versucht mit 3 Rückwärts-Vorwärtsläufen den Jam von alleine zu lösen. Und ihr seht, das Gehäuse ist ja komplett durchsichtig, ihr könnt hier auch das Getriebe schön sehen. Sollte der Speedloader den Jam nicht von alleine lösen, könnt ihr ihn ohne Probleme lösen, indem ihr hier nur die 4 Schrauben löst und dann könnt ihr das ganze Getriebe rausnehmen und den Verursacher entfernen. Also richtig, richtig schön. Und ihr seht ja auch hier, wir haben hier einen Akku verbaut, ist ein Standard-LiPo-Akku. Hier passen also alle Akkus ohne Probleme rein. Wir schrauben den gleich auch nochmal auseinander, könnt ihr euch angucken. Also nicht dieses Problem, was ihr bei dem EMG Autobot habt, wo nur spezielle kleine Batterien reinpassen. Also hier seid ihr auch auf der sicheren Seite. Von daher muss ich ehrlich sagen, für das Geld bin ich jetzt schon mal tierisch begeistert. Um die Batterie zu wechseln, müsst ihr auf der Rückseite hier die Kreuzschlitzschraube mit dem Schraubenzieher lösen. Das ist schon mal ein erster Kritikpunkt. Die Schraube kann man sehr, sehr leicht verlieren. Und von daher wäre es schön, wenn es hier mehr so ein Schiebeklappmechanismus wäre. So müsst ihr also immer aufpassen, was ihr hier macht, damit ihr nichts verliert. Jetzt könnt ihr die Batterie ganz einfach rausziehen. Das Ganze ist hier mit einem T-Stecker verbunden. Schauen wir uns den Akku mal genauer an. Ist eine 11,1 Volt LiPo mit 1100 mAh. Den könnt ihr hier auch bei T238 bestellen. Ja, und um deinen Akku ranzustecken, einfach wieder mit dem T-Stecker verbinden und dann einfach einführen. Das ist genauso wie bei einer AEG ziemlich simpel. Ist auch genug Platz da, damit auch die Verkabelung ohne Probleme in das Gehäuse eingeführt werden kann. Ja, und dann wieder den Plastikdeckel drauf machen und die Kreuzschlitzschraube wieder festziehen. Wie gesagt, hier würde ich mir wünschen, dass in der V3 hier eine andere Mechanismus verbaut wird, sodass man hier auf die Schraube verzichten kann, denn die verliert man sehr schnell. Ja, schauen wir uns mal die Funktionen an hier vom Display, was man hier alles einstellen kann. Zum Anschalten einfach hier auf den Joystick drücken. Dann werden wir schon begrüßt. Hier sehen wir die voreingestellte Zahl. Er speichert sich immer die letzte Variante ab, die ihr euch hier eingestellt habt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht 30 Schuss haben wollt, sondern ja, sagen wir mal 35, dann geht er hier einfach mit der Wippe nach da. Oder halt, wenn ihr weniger haben wollt, geht er mit der Wippe runter. Der T238 hat auch voreingestellte Varianten, wenn er hier nach unten geht. Endlos heißt, wie der Name schon sagt, hier könnt ihr so lange laden, bis ihr das Magazin wieder vom Speedloader absetzt. Wenn ich nach oben gehe, haben wir wieder den Standardwert 30, 50, 120, 250. Um in das Menü zu kommen, drückt ihr wieder OK. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, die Helligkeit zu verstellen, wann das Display ausgehen soll. Könnt ihr hier einstellen, in wie viele Sekunden das passieren soll oder automatisch. Dann habt ihr hier Abschalten in 30 Minuten und hier könnt ihr den auch wieder ausschalten. Ich mache das mal nicht. Wir stellen hier mal einen Wert ein, zum Beispiel, damit ihr sehen könnt, dass ihr sich das merkt. Gehe mal auf, ja, machen wir mal 15 Schuss. Ja, okay. Zack, jetzt gehe ich Power Off.
Schalte ihn wieder ein. Und er hat sich die 15 Schuss gemerkt. Im Lieferumfang sind ja diese 4 Adapter mit dabei. Einmal für AEG, einmal für Gas-Shotguns und einmal für Snipergewehre, Federdruck. Hier für die Silverback zum Beispiel. Und hier, das ist der Adapter, der mich am meisten interessiert. Das ist hier für GBB-Magazine und der ist auch wirklich gut. Hier kann man wirklich alle Magazine mit durchladen. Wir werden zum Schluss auch mal ein paar zum Test mal machen. Bei dem Gas-Shotgun, da passen aber auch nicht alle Gas-Shotgun-Shells. Ich habe jetzt hier zum Beispiel meine alte Tanaka Express, die passt hier zum Beispiel nicht drauf. Also hier müsst ihr auch schauen, was ihr hier für Shotgun-Shells habt, ob ihr die Mad Bulls habt, die PPS und das hier einfach mal mit austesten. Ja, wie montiert man das? Das ist auch sehr gut gelöst. Wir haben hier so einen Schnellverschluss. Ich nehme jetzt hier mal das GBB-Magazin-Adapter, den setzt ihr hier einfach an, drückt da drauf, einmal drehen und schon ist der fest arretiert und geht nicht raus. Zum Lösen einmal draufdrücken, drehen und abziehen. Ich nehme nochmal AEG, drauf, drehen und schon ist es drin. Ja, gucken wir uns hier noch die Klappe an. Wenn ich hier die Klappe aufmache, könnt ihr hier bis zu 1800 Schuss einfüllen. Wir haben hier auch so eine Ladestandsanzeige. Ihr könnt auch so sehen, da das ja hier alles durchsichtig ist, wie viel Bibis noch vorhanden sind. Ich würde mal sagen, ja, füllen wir gleich mal was auf, weil wir wollen ja gleich mal ein bisschen was testen. So, ich denke mal, das sollte reichen. Kommen wir nun endlich zum Test. Starten wir erstmal mit dem ganz einfachen. Im AEG-Magazin dürfte die Pflicht für jeden Speedloader sein, das hier ohne Probleme zu laden. Ich habe hier einen VFC 16-Style-Magazin mit einer Kapazität von 120 Schuss. Jetzt schauen wir mal, wie schnell das Ganze geht. Zunächst erstmal wieder einschalten. Da der Speedloader hier noch nicht benutzt worden ist, muss er natürlich erstmal die Bibis vortransportieren. Das dauert auch ein bisschen länger, aber auch nicht so lange. Ich schalte jetzt hier auf 120, setze jetzt an und jetzt bin ich ja mal gespannt, wie schnell das geht. Und fertig. Er sagt sogar noch Loading Complete an und blinkt dabei. Ja, zeige ich euch gleich mal, wie man das Ganze entladen kann. Einfach hier in die Entladehilfe stecken und ist das Magazin wieder leer. Starten wir mit dem Glock 17 Magazin von VFC. Hier ist es wichtig bei GBBs, dass ihr beim Laden den richtigen Winkel findet. Da müsst ihr mal ein bisschen rumprobieren. Ich habe zum Beispiel bei der Glock 17 müsst ihr das Magazin so ansetzen, dass hier die Führung nach außen zeigt. Dann leicht schräg ansetzen und wichtig ist, wenn ihr jetzt Gasmagazine benutzt, dass ihr das richtig fest drückt, dass euch hier die Bibi nicht wegflutscht. Ich habe jetzt hier mal 20 Schuss eingestellt. Ich drücke jetzt drauf. Und schon sind 20 Schuss geladen. Also hier GBB Glock 17 kein Problem. Dann habe ich hier ein High-Capper-Magazin. Das ist genau andersrum. Da müsst ihr das so stellen, dass die Öffnung zum Gerät zeigt. Nehmen wir hier diese eine Bibi hier noch raus. So. Ja, dann ist es auch geladen. Dann nehmen wir einen HK53 Magazin. Das könnt ihr auch einfach so auflegen, dass hier die Feeling-Lippe nach da zeigt. Dann haben wir hier einen Crytek Chris Vector. Da weiß ich es jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, ich würde es erstmal so rumprobieren. Mal sehen, vielleicht können wir auch gleich einen Jam erzeugen. Ja, funktioniert auch. Dann habe ich hier einen V3 VFC M16. Und zum Schluss haben wir hier noch so ein PPSH-Magazin. Auch alles kein Problem.
Ja, ihr habt gesehen, die Pflicht-AEG-Magazine natürlich überhaupt gar kein Problem. Das packt hier der T238 Speedloader ohne Probleme und die Kür GBB-Magazine auch ohne Probleme. Ich habe ja, wie gesagt, nicht all meine GBB-Magazine hier wieder auf dem Tisch platziert zum Laden, damit das hier hoffentlich ein kurzes Video wird. Ihr könnt sicher sein, wirklich jedes GBB-Magazin lässt sich hier mit dem Speedloader ohne Probleme laden. Wichtig ist, und das habt ihr auch gesehen bei den Tests, es kommt darauf an, mit welchem Winkel und in welcher Position ihr das GBB-Magazin aufsetzt. Entweder gerade, ein bisschen schräger, noch schräger, entweder mit der Öffnung so auf der Seite oder gedreht auf der Seite. Das müsst ihr für euer Magazin selber herausfinden. Auf der T238 Webseite gibt es auch ein paar Tipps und Tricks für die Standardmagazine. Da könnt ihr euch da auch entsprechend schon mal was abschauen. Ja, kommen wir zu meinem Fazit und der Kaufempfehlung. Der T238 ist wirklich die optimale Lösung für den Einzelspieler, von mir aus auch für das Team, denn es bietet wirklich alles, was man benötigt. Wir haben hier einen kleinen und kompakten Speedloader, wo auch jeder Akku ohne Probleme reinpasst. Wenn ihr euch erinnern könnt, ich hatte euch mal den EMG Autobot gezeigt. Das ist auch ein ganz kleiner und kompakter, der ist ein Stückchen höher, dafür schmaler. Vorteil beim EMG Autobot ist, er passt auch in eine Pouch rein. Nachteil von diesem Speedloader, wir haben hier ein ganz kleines Batteriefach. Das heißt, hier passen wirklich nur spezielle Akkus rein, die sehr, sehr schwer zu bekommen sind. Und hier beim T238 habt ihr halt genügend Auswahl mit an Bord. Dafür ist er ein bisschen breiter, das heißt, er passt nicht in eine Pouch rein. Kostenpunkt 102 € zu 90 €. Dann hatte ich euch gezeigt in einem Review den Ace-Tech Speedloader. Das ist sozusagen der Mercedes unter den Speedloadern. Der lässt keine Wünsche offen, ist dafür aber groß und sperrig, lädt auch alles ohne Probleme und der hat ein integriertes Zählwerk drin. Das heißt, ihr könnt hier genau einstellen, wie viel BBs in das Magazin transportiert werden können. Und das kann hier der T238 auch. Ihr seht also, wir haben sozusagen das Beste aus diesen beiden Welten, klein und kompakt, groß und viele Features, in diesen kleinen Zwerg hier untergebracht. Und von daher bin ich so begeistert. So, jetzt habe ich aber wirklich alles gesagt. Ich hoffe, euch hat das Review Spaß gemacht. Mir bleibt jetzt nur mein Endspruch. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der klickt mal da oben drauf. Wer weitere Videos von mir sehen will, klickt da unten drauf. Wir sehen uns beim nächsten Review wieder. So, jetzt seid ihr dran. Schreibt mal rege unten in die Kommentare, welchen Speedloader habt ihr, welche Erfahrungen habt ihr gesammelt oder habt ihr noch irgendwelche Fragen, die ich euch noch nicht beantwortet habe, so schreibt die unten mal rein. Vielleicht antwortet auch jemand aus der Community, denn ich habe eine richtig coole Community, die hier meinen Kanal so geil supportet. Dafür schon mal einen Daumen hoch. Und ich würde sagen, jetzt endlich mal Schluss mit viel Gequatsch. Ich bin raus aus dem Video. Bleibt mir alle gesund. Macht's gut.